Wir haben einen Prototyp für einen neuen Schultyp entwickelt, ein Unterhaltungs- und Bildungszentrum in der Gemeinde. Es ist ein Platz, der vollkommen von Kindern geführt wird. Hier sind alle Altersstufen zusammen. Im Grunde ist es nichts anderes als ein Einraum-Schulhaus in einer aufgepeppten Umgebung, das uns erlaubt, authentisches Erleben zuzulassen. Wahres Lehren hilft dabei, die Talente, die jedes dieser Kinder hat, zu entfalten. Aber es hilft ihnen auch zu erkennen, dass nicht alle Begabungen gleich sind. HSP ist ein Mechanismus im Gehirn, der es uns ermöglicht, alles zu erschaffen, was wir wollen, sofern wir uns dazu entschließen. HSP steht für erhöhte Sinneswahrnehmung. Wenn es uns gelingt, unsere Sinneswahrnehmung zu schärfen, können wir Entscheidungen treffen, auf die wir stolz sind und haben größeres Selbstvertrauen. Und das führt zu einer gesünderen und friedlicheren Perspektive. Dr. Lee wollte beweisen, dass alle Kinder mit etwas Training ihr HSP-Potenzial entfalten können. Nachdem er die ersten Kinder trainiert hatte, stellte es sich heraus, dass sie vor diesem Training keine außergewöhnlichen Fähigkeiten besaßen. Sie hatten sie noch nicht eingesetzt. Sogar nach nur wenig Training zeigten sie ganz erstaunliche Ergebnisse. Some of the HSP testing and training that the students got a chance to participate with. Bei einer Übung musste man mit verbundenen Augen Formen, Farben und sogar Wörter erkennen. Andere Schüler konnten üben, Löffel zu verbiegen und durch den Einsatz von Geisteskräften zu bewirken, dass Löffel an ihrem Körper anhafteten. Anfangs schaffte keiner der Teilnehmer diese Übungen. Nach dem Training, bei dem die Schüler viel Spaß hatten und sich eine Ich-schaff-das-Einstellung bei ihnen entwickelte, konnten über 25% die erste Übung und über 33% die zweite Übung mit Erfolg durchführen. 33% of students or more experience success using the spoons. Ich habe erfreut festgestellt, dass mit entsprechendem Training jeder fähig ist, diese Aufgaben zu bewältigen, und habe erkannt, dass das durch einen Mechanismus im Gehirn möglich ist. In Ashton, Oregon, wurde später ein weiteres Training durchgeführt und bestätigte die ersten Ergebnisse. Eine Gruppe von 44 amerikanischen Kindern, die anfangs ebenfalls über keine besonderen Fähigkeiten verfügten, brachte am Ende erstaunliche Dinge zuwege, indem sie ihr Gehirn und ihre Entscheidung benutzten. Step 1 of saving the world begins in our daily lives. First thing to do is be happy. It's one of the most important things. It's scientifically proven to be healthy, and it's contagious. So if you're happy and you're in a public area, and you get my meaning, don't you? I would consider myself to be a peacemaker. I'd say that, you know, I've got a lot of ideas in my head about peace that I think sometimes I feel like are almost common sense to me, but might not be to, you know, the rest of the world. As far as our Western civilization goes, yeah, we have been thinking about ourselves and what we're doing right now. I know that the Native American tribes, way back when, were into, you know, whatever, this action affects the next 7 generations, and we need to watch, you know, what would happen if we do carry out this action. So they had it right. We just need to figure out what they're talking about now. If I could say one thing to the leaders of the world, it would be that we're all working towards one goal, which is peace. There's no people who are working against peace in the world, I believe. Stand up for what you believe in. Yes. We all know what we need to do to save the world, really. We all have our own special calling. We know what the politicians need to do. And unfortunately, sometimes the politicians don't seem to know what we want them to do.
That's because we're not getting it out there. And I thought, wow, you know, I've always wanted to do something to save the world, but I couldn't think of anything to do. Up until that point, really. I couldn't think, you know, so what could I do? So I had the idea to write the pamphlet, which had led me to the idea that, wait a second, maybe other people have that problem. They want to do something good, they can't figure out what to do. In my booklet, I suggested trying to pick up one piece of trash a day. And if you think about that, there's plenty of trash in the world, but there's also 300-something million people in the U.S. alone. And imagine if we all picked up one piece of trash. You know, you think one bag, what difference does it make? 300 million bags makes a big difference. An indigo child is really hard to define because there's no really definite definition. But, like, you know, in a phrase, I think it would be, you know, somebody who has ideas about how they can make the world a better place. If they were to say, you know, oh, you're naive, you're a child, I'd say exactly, I'm a child, which is why I'm not burdened with the sense of, you know, oh, well, the world's screwed. No, you know, the world's not screwed. We can turn it around. We just have to get some work on it. If each single person in the whole world thinks, oh, one person can't change it, nothing happens. If each person thinks, well, one person can't change the world, but one person can do a little bit, each person does a little bit, it adds up, and we've got the golden age again. Indigos in the native community is very much a phenomenon, but Indigo-Kinder kamen bei den Indianern sehr häufig vor. Aber im Laufe der Geschichte haben die Weißen ein Indianerkind, das als etwas Besonderes galt, seinen Eltern einfach weggenommen und in eine Schule für Weiße gesteckt. Es gibt also zweifellos Indigos unter den Indianern. The children of our culture as well as other children in the world are very important to us. Die Kinder unserer Kultur und auch die anderen Kinder in der Welt sind sehr wichtig für uns, weil viele von ihnen sehr klug sind. Kinder wollen Aufmerksamkeit und sie wollen lernen. Kinder der ganzen Welt lehren unserer Generation und lehrten der Generation vor mir die Bedeutung unseres Daseins. Wir müssen den Kindern zuhören. Wenn wir nicht zu heilen beginnen, gibt es keine Zukunft für unsere Kinder. Das ist etwas, das unsere Vorfahren vorausgesagt haben, dass unser Leben als Hopi zu existieren aufhört, wenn wir nicht aufwachen und harmonisch miteinander leben. Und unsere Philosophie, das, was wir Hopi hier für die gesamte Menschheit tun, für alle Lebewesen, wird dann ebenfalls aufhören zu existieren. Deshalb müssen wir alle, nicht nur wir Eltern, sondern die Menschen auf der ganzen Welt uns vereinen und verbinden, damit wir wieder ins Gleichgewicht kommen. Wir sind alle Menschen und wir sind alle sehr wichtig, besonders für Mutter Erde. Masa ist unser Schöpfer und wir müssen ihn respektieren. Wenn wir das nicht tun, wird er sich abwenden und uns wahrscheinlich bestrafen. Sehen Sie sich doch all diese Hurrikans und Erdbeben an, besonders in den Vereinigten Staaten. Mein Großvater hat mir gesagt, wenn wir Mutter Erde missbrauchen und sie ausbeuten, dann kommt unser Schöpfer zurück und erinnert uns daran, nicht habgierig nach Land, Wasser oder sonst etwas zu streben.
of our land, water, whatever it may be.